Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich war 6 Wochen in Neuseeland, stehe jetzt wieder hier und überlege, was mache ich hier, was habe ich jemals gemacht? Kann ich überhaupt noch malen? Irgendwie fühlt sich kaputt an. Und genau weil sich alles so kaputt anfühlt, also so ja, fremd, habe ich mir hier diese Masse angerührt und eben genau aus dem Material der Heilerde. Also es ist schon, der Begriff ist einfach schon, fühlt sich schon wieder gut an. Und genau das hilft mir jetzt oder soll mir jetzt helfen, über diesen komischen, merkwürdigen Zustand hinzukommen. Und ich bin mir sicher, den kennt hier jeder, der malt, kennt diesen Zustand, wo man sein Können in Frage stellt. Ja, ich befinde mich gerade an genau solch einem Punkt, wo ich eben auch vor der Leinwand stand, eben erstmalig wieder hier im Atelier. Und ich weiß damit umzugehen. Mir reicht das hier. Schau dir das an. Sieht einfach ja, fantastisch aus und es fühlt sich auch so gut an. Und ich kenne mich, ich kenne die Problematiken. Deswegen kann ich damit umgehen und weiß meine Wege. Und ich möchte mit euch heute ja, darüber sprechen oder das Thema halt auch einfach ansprechen, weil ich gerade genau vor dieser Situation stand und ich das gespürt habe, massiv, welche Kraft das hat. Denn du stellst nicht nur dein Können in Frage, sondern alles. Du stellst dich in Frage und das fühlt sich richtig, richtig nicht gut an. Ich wollte gerade was anderes sagen. Ja, es fühlt sich einfach schlecht an. Das ist hier schon die Antwort. Es ist einfach schön, damit zu arbeiten. Und ich freue mich, dass ich das jetzt tun kann gerade. Ich merke, es löst sich gerade viel. Aber ich möchte nochmal ja, auf diesen Zustand kommen, den ihr vielleicht kennt oder du jetzt kennst. Also man schaut plötzlich ganz anders auf sich selbst und ja auch auf die eigenen Bilder und auf das, was man so gemacht hat. Und dann denkt man vielleicht, ja, war das wirklich ich oder war das nur eine gute Phase? Ja, und genau deshalb bin ich hier gelandet bei der Erde, bei dem Verteilen, bei dem Einfach-Machen. Einfach machen. Und zwar nicht, um jetzt irgendwas mega Tolles zu machen und zu produzieren. Also es geht jetzt nicht darum, das, was ich euch so oft sage, es geht nicht darum, was am Ende dabei rauskommen soll. Wenn ich daran denke nur, in so einem Moment, dann kann ich eigentlich gleich wieder nach Hause fahren. Nein, es geht einfach nur darum, wieder ins Spüren zu kommen. Also um eine Verbindung herzustellen. Und das eben hilft mir hier. Also genau das Material vor allen Dingen auch. Ja, die Ränder hier, die mache ich nochmal ein bisschen glatt, weil sonst bricht das vielleicht. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt genau hier verhält, ob ich das richtige Mischungsverhältnis genommen habe. Es ist alles ein bisschen fremd und nach 6 Wochen Neuseeland. Ja, das Wasser hier müsste eigentlich noch ein bisschen dafür sorgen, dass ich das gut verteilen kann, hier die Masse und vor allen Dingen der Farbton. Schau dir den Farbton an, diesen wunderschönen hellen Beige-Ton, der ja über diese transparente Farbe jetzt entsteht. Das ist wieder ein schöner Moment, die Erde hier auch mit der Hand zu verteilen. Also nimm einfach deine Hände, bisschen Wasser und glatt streichen. Also damit ziehe ich ja auch die Farbe oder die Masse jetzt ein bisschen glatter.
So, jetzt gucken wir uns das hier mal genau an. Könnte noch ein bisschen nass sein hier, aber es sind auf jeden Fall schöne Spuren, aber es sollte eigentlich alles fest sein. Ja, okay. Nächste mögliche Blockade, die jetzt kommen kann. Nein, bei mir nicht. Ich bin irgendwie jetzt abgelenkt natürlich und habe mir ein paar Farben hingestellt, gerade beim Trocknen. Und guck jetzt erstmal, lass es ein bisschen laufen. Mit Wasser nochmal ordentlich fließen lassen. Ja. Also, ich gucke jetzt einfach mal, wie ich weitermache und guck mal, dass ich euch noch mehr über dieses Thema auch erzählen kann. Ja, auch jetzt so nach diesem Tun merke ich, der Zweifel wird eben leiser. Eben genau, weil ich jetzt wieder im Machen bin, also in meiner Handlungsfähigkeit gekommen bin. Und ja, ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Warum eine Pause so viel mit uns macht? Manchmal ist es auch gar keine Pause, manchmal ist es schon der nächste Moment, wo man eben so schnell an sich zweifelt oder sich selbst anzweifelt. Und ja, in diesem Moment glaube ich eben daran gerade, dass es daran liegen könnte, dass wir uns oft über unser Tun definieren, über unsere Routine oder auch über unser Dranbleiben. Und wenn das wegfällt, dann wackelt es plötzlich alles. Wackelt passt. Okay, ich habe ja hier ein paar Farben. Ich nehme jetzt mal das Blau dazu. Ja, herrlich. Es ist halt meine Farbe. Es fühlt sich gut an. Das Blau. Das habe ich natürlich auch oft in Neuseeland gesehen, das Blau. Es war irgendwie intensiver und hier sehe ich es jetzt gerade. Es fühlt sich gut an. Ja, es gibt so eine Illusion vom Immer-Können. Denn man denkt ja oft, wenn ich etwas ganz lange mache, dann kann ich das einfach. Für immer. Also so ist das aber nicht. Also Kreativität ist nichts, was man speichert. Sie lebt davon, dass man immer wieder neu einsteigt. Also ich kenne das von mir, das ist nicht das erste Mal. Also nach Reisen oder nach intensiven Phasen oder auch eben nach Pausen. Und jedes Mal denke ich dann kurz, oh oh. Früher habe ich in solchen Momenten gedacht, ich muss jetzt besonders gut sein, besonders konzentriert oder besonders diszipliniert. Aber heute weiß ich einfach, dass das alles nur noch schlimmer macht. Malen ist für mich halt keine Leistung. Es ist eine Beziehung. Und Beziehungen brauchen manchmal auch einen Anlauf. Ich denke, deshalb sind Materialien für mich auch so wichtig. Also Erde, Blätter, Steine, Papier, Struktur und Farbe natürlich. Also sie tragen mich, wenn ich mich selbst nicht mehr tragen kann. Jetzt möchte ich es hier auch gerne fließen lassen, aber dann läuft es da oben weiter.
Deswegen muss ich immer kurz ein bisschen gucken, ein bisschen bei meinem Bild hier sein und den schönen Linien hier. Aber siehst du, wie die Farbe da durch die Linie läuft? Das ist es halt. Das ist einfach schön. Die bringen so eine Leichtigkeit. Und hier mische ich mir den Farbton einfach nochmal ein bisschen heller. Ja, vielleicht stehst du jetzt gerade vor deiner Leinwand, vor dieser Situation, wo du denkst, ja, ich kann nicht malen. Habe ich jemals gemalt? Ja, irgendwie geht es heute nicht. Und genau da merkt man ja eigentlich, Moment mal, es geht hier gar nicht um die Malerei. Also viel wichtiger ist gerade der Zugang, der innere Zugang. Und dass man einfach sich selbst spürt. Ja, der Rahmen ist auch für alle anderen Gemüter hier, die gerne auf ein Ergebnis schauen. Und natürlich spielt das Ergebnis immer auch eine Rolle. Das kann auch einen Kreislauf bedeuten, des Wohlfühlens oder nee, eben nicht. Und ja, darüber kann ich auch noch mal was sagen, fällt mir jetzt gerade so ein. Vielleicht greife ich das Thema mal auf. Aber jetzt ging es ja darum, hier, schau dir das an. Es ist wunderschön, das Material hat mich getragen. Es hat mir einen Anfang gegeben, heil zu werden. Und ich bin überhaupt kein Esoterik-Mensch, deswegen benutze ich solche Wörter nicht so gerne. Die werden oft falsch verstanden. Also einfach machen. Komm in deine Selbstwirksamkeit, würde ich mal sagen. Ob jetzt Schnee draußen oder nicht, ist egal. Mach einfach. Und darum geht's. Danke an euch. Schön, dass ihr alle da seid. Mein neues Buch ist jetzt bald erhältlich, also man kann es jetzt vorbestellen. Und es fragen schon so viele danach. Ich freue mich total über eure Nachfrage. Vielen, vielen Dank. Ja, dem neuen Buch geht es um Räume. Ich schreibe eben über Krafträume oder stille Räume. Und die entstehen für mich nicht einfach. Sie wachsen eben genau aus solchen Momenten wie diesen hier, aus Zweifeln und aus dem Suchen und ja, aus was auch immer gerade. Darüber schreibe ich eben in dem neuen Buch. Also danke für euer Interesse. Schaut gerne unter dem Video, da sind wieder Links. Und wenn dich das Thema einfach mehr interessiert, ich schreibe immer wieder auch in meinem Denkraum darüber, schau da gerne mal rein. Also schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare. Ich freue mich sehr. Mach's gut. Tschüss.